Ein sanfter, weißer Morgen hüllt die Oelpeleta-Graslandschaft ein, Tau glitzert auf den weichen, geschwungenen Grashalmen. Die Löwin schritt langsam, während das Löwenjunge mit runden, neugierigen Augen neben ihr hertrottete. Eine sanfte Brise trug den Duft von Wildblumen und trockener Erde herüber und verlieh dem Raum eine seltsam friedliche und angenehme Atmosphäre. Hin und wieder beugte sich die Löwin hinunter und leckte ihrem Jungen die Stirn, als wolle sie ihn daran erinnern, dass seine Mutter immer für ihn da sein würde, egal wie groß die Welt auch sein mochte. Die lange Trockenzeit führte zum Austrocknen der Wasserlöcher, sodass Mutter und Sohn gezwungen waren, weitere Wege als üblich zurückzulegen, um neue Wasserquellen zu finden. Der Feldweg führt allmählich an den Rand des Wohngebiets, wo die Grenze zwischen Natur und Mensch fragiler ist als je zuvor. Als sie über den Rand des Grases am Straßenrand trat die Löwin plötzlich auf eine Metallfalle, die unter einer Schicht abgestorbener Blätter versteckt war. Ein kalter Husten ertönte, die stählernen Zähne umklammerten das Vorderbein und verursachten einen stechenden Schmerz, der sich im ganzen Körper ausbreitete. Die Löwin hielt inne und versuchte, das Gleichgewicht zu halten und nicht in Panik zu geraten, um das Löwenjunge nicht noch mehr zu erschrecken. Das Löwenjunge zog sich sofort an die Brust seiner Mutter zurück, sein kleiner Körper zitterte leicht bei jedem unregelmäßigen Atemzug. Das Blut aus dem Bein der Mutter sickerte in den hellen Boden und hinterließ einen auffälligen roten Fleck, der herzzerreißend war. Die Löwin brüllte nicht heftig, sondern atmete nur schwer und versuchte, den Schmerz zu unterdrücken, um im Augenblick von Leben und Tod nicht die Kontrolle zu verlieren. Die Falle war neu, was darauf hindeutet, dass Wilderer in unmittelbarer Nähe des Reservats aktiv waren. Das Morgenlicht wurde intensiver, als male es eine Szene des Überlebens zwischen zwei Welten. Das Löwenjunge berührte mit seiner Nase das Bein seiner Mutter und gab ein leises Geräusch von sich, als wolle es fragen, ob es irgendeinen Ausweg gäbe. Als Reaktion darauf neigte die Löwin ihren Kopf und berührte sanft ihr Junges, als kleinen Trost inmitten des großen Schmerzes. Zu dieser Zeit fuhr der Bauer James Kibet über die Straße, um seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse in eine nahegelegene Stadt zu transportieren. Als er erkannte, dass die Löwenmutter und ihr Junges sich in einer äußerst gefährlichen Situation befanden, hielt er den Wagen sofort an. Obwohl Löwen bei Bedrohung angreifen können, war in den Augen der Löwin in diesem Moment keine Aggression zu erkennen. James schaltete die Warnblinkanlage ein und parkte sein Auto, wobei er einen Teil der Straße blockierte, um zu verhindern, dass andere Fahrzeuge Panik auslösten. Er ging nicht näher heran, sondern hielt einen sicheren Abstand und beobachtete, wobei er versuchte, den Blick der Löwin zu deuten. In diesem Blick lag Schmerz, Schutz und so etwas wie ein stilles Flehen um Hilfe. James rief die Rangerstation Oelpeleta an, um einen beispiellosen Notfall zu melden. Am anderen Ende der Leitung war Daniel Okoro, ein Ranger mit Erfahrung im Umgang mit verletzten Wildtieren. Daniel sagte nur, lasst niemanden in meine Nähe kommen, und machte sich sofort mit dem Rettungsteam auf den Weg. Das Rettungsfahrzeug fuhr schnell los, gefolgt von einem Tierarztfahrzeug mit einem Wildtiersymbol. Tierärztin Amina Ndlovu bereitet eine Betäubungspistole mit niedriger Dosis und spezielle Werkzeuge zum Entschärfen der Falle vor. Das Löwenjunge lag noch immer eng an seine Mutter gekuschelt, die Augen weit geöffnet, und zitterte leicht bei jedem langsamen Atemzug seiner Mutter. Der gesamte Raum schien still zu sein und auf den Moment zu warten, in dem Mensch und Natur einander mit Mitgefühl berühren würden. Der Abschleppwagen und der Rangerwagen hielten am Straßenrand, ihre roten und gelben Warnlichter blinkten auf dem hellen Gras. Daniel ordnete eine Absperrung des Gebiets an und bat alle, still zu sein, um die Löwin nicht zu beunruhigen. Amina ging langsam Schritt für Schritt, die Injektionspistole in der Hand, und konzentrierte sich darauf, den optimalen Schusswinkel einzustellen. Die Löwin verfolgte jede Bewegung, brüllte aber nicht, griff nicht an, sondern hielt ihr Junges einfach nur fester an sich. Amina gab sich eine leichte Injektion in die Schulter, das Beruhigungsmittel würde helfen, die Schmerzen zu lindern und die Muskelreaktion zu entspannen.
Das Medikament wurde langsam aufgenommen, was dem Körper der Löwin half, sich zu entspannen, aber dennoch wach zu bleiben. Daniel errichtete daraufhin eine lange Absperrung, um einen sicheren Abstand zwischen Menschen und Tieren zu gewährleisten. Amina benutzte eine hydraulische Zange, um die Scharniere der Falle zu verriegeln. Jede Bewegung war so präzise, als würde sie einen Fluch auflösen. Das Metall kreischte langsam, der angespannte Klang schien die noch immer spürbare Boshaftigkeit in ihren Beinen zu durchbrechen. Die stählernen Zähne öffneten sich schließlich und gaben dem blutigen und geschwollenen Fuß Freiheit. Das Löwenjunge drückte sofort sein Gesicht gegen das Bein seiner Mutter und gab dabei kleine Laute von sich, als wolle es prüfen, ob sie noch Schmerzen hatte. Amina verband die Wunde schnell mit einem weichen Tuch, um den Schock während des Transports zu verringern. Daniel gab ein Zeichen, eine Trage hereinzubringen. Jede Bewegung war langsam und respektvoll gegenüber dem Leben vor seinen Augen. Das Löwenjunge ging Seite an Seite mit seiner Mutter und ließ niemanden zwischen sich und sie kommen. Die Tür der Rettungskapsel öffnet sich, ihre weiche Auskleidung trägt dazu bei, der Löwin auf der Rückfahrt zur Station weitere Schmerzen zu ersparen. Als der Wagen losfuhr, stand James am Straßenrand, die Hand auf der Brust, im Wissen, dass er einen Hilferuf nicht ignoriert hatte. Daniel nickte leicht zum Dank, Worte waren nicht nötig, aber ausreichend, damit sich zwei Menschen vollkommen verstanden. Im Rettungszentrum OL Pieta reinigte Amina die Wunde und verwendete ein mildes Antiseptikum, um das Brennen zu lindern. Der Fuß wird sorgfältig Schicht für Schicht aus Muskeln und Haut vernäht, um sicherzustellen, dass die spätere Gehfähigkeit nicht beeinträchtigt wird. Die Löwenjungen wurden in ein nahegelegenes Abteil gebracht, wobei Nasenkontakt und Geräusche aufrechterhalten wurden, um Panik zu vermeiden. Das Rettungsteam wechselte die Verbände täglich, um sicherzustellen, dass die Wunde austrocknete und Infektionen in der heißen Umgebung vermieden wurden. Nach 2 Tagen fraß die Löwin wieder, ihre Atmung beruhigte sich allmählich und ihre Augen strahlten mehr denn je. Das Löwenjunge rannte im Genesungsgehege herum und berührte seine Mutter geduldig. Es wurde ein nachgebildetes Prärie-Renaturierungsgebiet angelegt, mit niedrigen Baumstämmen und weichen Erdwegen zum Üben des Gehens. Die Löwin begann langsam im Kreis zu gehen, humpelte leicht, aber mit unnachgiebiger Entschlossenheit in den Augen. Das Löwenjunge bleibt immer in der Nähe, wie ein kleiner Schatten, der nie weicht. Die Wunde schwillt allmählich ab, die neue Haut schließt sich glatt und reagiert nur geringfügig empfindlich auf Wetterveränderungen. Amina untersuchte sie täglich und lächelte leicht, als sie bemerkte, dass ihre Beinkraft fast vollständig wiederhergestellt war. Daniel bemerkte die Situation und begann, eine Auswilderung in einem sicheren Graslandgebiet zu planen. Sie wählen einen Standort mit einer nachhaltigen Wasserquelle und abseits von Gebieten, in denen Wilder erfallen gefunden wurden. Die letzten Tage der Genesung verliefen friedlich, abgesehen vom Rauschen des Windes und dem rhythmischen Atmen zweier Waldtiere. Als die Narbe zu einer dünnen, hellen Linie geworden war, die nicht mehr schmerzte, wurde der Tag der Rückkehr in stiller Freude beschlossen. Der Morgen war klar, der Himmel klar und der Wind sanft, das weiße Licht breitete sich gleichmäßig über die weite Graslandschaft von OL Pieta aus. Die Käfigtür wurde langsam geöffnet, die Löwin trat als erste heraus, um sich umzusehen. Die Füße standen auf weichem, festem und stabilem Untergrund, nur kleine Narben blieben als Zeugnis einer Reise durch Widrigkeiten zurück. Das Löwenjunge sprang hervor, drehte den Kopf und rief mit Augen voller Freude nach seiner Mutter. Mutter und Kind gingen gemeinsam in die Graslandschaft hinein und verschmolzen mit dem honiggelben Farbton, der sich bis zum Horizont erstreckte. In der Ferne tauchte eine Antilopenherde auf, der natürliche Rhythmus der Steppe kehrte langsam zu seiner gewohnten Ordnung zurück. Die Löwin jagt nicht sofort, sondern lehrt ihre Jungen, auf den Wind zu hören und die Bewegung des Grases zu beobachten, die ersten Lektionen im Leben. Daniel und Amina standen in einiger Entfernung, riefen nicht und störten diesen Moment der Wiedergeburt nicht. Die Löwin drehte einmal den Kopf, ihre tiefen Augen schienen ein wortloses Dankeschön auszusprechen. Dann verschwanden beide im Grasmeer OL Pieta, um frei die Geschichte weiterzuschreiben, die die Natur für sie auserkoren hatte.